Liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich dachte, es wäre Zeit, über Atropin 0,01% zu sprechen. Und zwar geht es um die Zulassung von der EMA, was schon im März stattgefunden hat. Und das Medikament wird voraussichtlich am 15.07. dann auch frei verfügbar sein. Ich hatte von Kollegen diese Broschüre schon zugeschickt bekommen. Bei mir hatte sich noch kein Außendienstmitarbeiter vorgestellt oder mir die Sachen präsentiert. Deswegen greife ich dann auf diese äh, Papiere zurück. Ähm, Was man sieht, ist hier, ja, das ist eigentlich ganz nett gemacht. Was mich irritiert hat, ist, warum da Generika-Status draufsteht und dann gleichzeitig das erste zugelassene niedrig dosierte Atropin. Irgendwie widerspricht sich das, aber ich verstehe da nichts davon. Und dann dachte ich, dadurch, dass ich keine Studienergebnisse zur Verfügung habe, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns einfach mal die Fachinformationen anschauen, die durchlesen, die durcharbeiten und dann würde ich vielleicht in einem zweiten Beitrag dann das Ganze vielleicht aus meiner Sicht kommentieren. Die Darreichungsform, ja, als Augentropfen, klare, farblose Flüssigkeit, pH-Wert 5,4, das ist mehr in dem niedrigeren Bereich. Wir kennen es ja auch von anderen Augentropfen. Das scheint die Stabilität noch ein bisschen zu verbessern. Was die qualitative und die quantitative Zusammensetzung angeht, sieht man hier in der Fachinformation, ein Tropfen hat 3 Mikrogramm Atropinsulfat. Das Ganze irritiert so ein bisschen, 0,1 Milligramm, wie viel Prozent ist das denn eigentlich? Und da macht sich das nochmal klar, dass man mal zurückgeht wieder in die Chemie. 0,01%, das wird angegeben in Gramm pro 100 Milliliter und wenn man das dann Ganze umrechnet, dann kommt es dann wirklich so raus, wie wir uns das ja eigentlich alle denken. Es ist die 0,01%ige Lösung, die jetzt zur Verfügung steht. Anwendungsgebiete, das heißt, das, was in der Fachinformation drinsteht, an die sollten wir uns ja erstmal richten. Es wird angewendet zur Verlangsamung der Myopieprogression bei Kindern und jugendlichen Patienten. Die Behandlung kann bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 14 Jahren mit einer jährlichen Progressionsrate von 0,5 Dioptrien oder mehr und mit einem Schweregrad von minus 0,5 Dioptrien bis minus 6 Dioptrien angewendet werden. Das heißt, Kinder unter 3 Jahren nicht und bei Beginn sollten die Kinder schon über 14 Jahre alt sein. Das heißt, wir müssten dann schon nachweisen, dass eine jährliche Progressionsrate von 0,5 Dioptrien stattgefunden hat. Hier steht jetzt nicht drin, ob das die Zykloplegie-Werte sein müssen oder ob sich einfach die Brillenwerte geändert haben. Da gibt es, glaube ich, freien Spielraum. Über minus 6 Dioptrien Myopie war es nicht in der Zulassung drin, deswegen sollten wir uns auch daran halten. Die Behandlung sollte nur vom Augenarzt durchgeführt werden. Ich denke, wenn da noch drin steht, qualifizierte medizinisches Fachpersonal, ist wahrscheinlich auch an die Orthoptistin gedacht worden, dass man die noch mit einbeziehen sollte, weil sie ja meistens ja auch die Kinder in der Sprechstunde anschauen. Empfohlene Dosis einmal täglich und die Anwendung wird vor dem Zubettgehen empfohlen, so wie es wir eigentlich auch die letzten Jahre, würde ich mal sagen, auch praktiziert haben. Steht nicht drin, zweimal am Tag tropfen. Wenn jemand dann meint, er könnte das, dann einfach erhöhen die Konzentration pro Tag einmal am Tag. Das ist das, was in der Fachinformation drinsteht. Die Behandlung sollte während regelmäßiger klinischer Untersuchungen überwacht werden. Gut, es steht nicht drin, wie oft wir die Kinder sehen. Wir machen das ja alle 6 Monate, auch was alles untersucht werden soll. Refraktion in Zykloplegie oder nicht in Zykloplegie, Achsenlängenmessungen steht nicht drin. Das heißt, wir haben hier freie Hand. Sobald die Myopie sich in der Pubertät stabilisiert hat, eine Progression von weniger als 0,5 Dioptrien über 2 Jahre, da sollte man vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, das Medikament auszuschleichen oder auch abzusetzen.
ich denke, so mit 15, 16 kann man wahrscheinlich drüber nachdenken, dann so eine Therapie zu beenden. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, die Therapie dann äh, weniger als 1 oder 2 Jahre durchzuführen, bloß weil es so in den Studien war. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was von der Fachinformation oder in der Fachinformation drinsteht. Das Kind sollte überwacht werden wegen Rebound, das heißt, falls eine anschließende Progression der Myopie über 0,5 Dioptrien pro Jahr oder schlechter eintritt, dann kann die Behandlung wieder aufgenommen werden. Was passiert, wenn das Kind mal vergessen hat zu tropfen, fragen ja manchmal auch die Eltern nach, einfach ignorieren, weiter tropfen am nächsten Tag, das heißt nicht irgendwie probieren am nächsten Tag das nochmal nachzuholen. Die Sicherheit und die Wirksamkeit, wie gesagt, ist bei Kindern unter 3 Jahren nicht erwiesen und es stehen keine Daten dann vor, deswegen wird es auch nicht empfohlen. Wie soll der getropft werden? Ich glaube, da sind wir ja froh, wenn überhaupt getropft wird. Es wird empfohlen, den Tränensack am medialen Canthus 1 Minute lang zusammenzudrücken und eine mögliche systemische Resorption zu reduzieren. Gut gemeint, kann man wahrscheinlich empfehlen, aber ich glaube, gut, ich mache noch keine Kommentare. Ich lese nur vor, was drin steht. Dies sollte unmittelbar nach der Installation jedes Tropfens erfolgen. Kontaktlinsen sollten vor der Installation der Augentropfen entfernt werden. Jupp, das macht Sinn und können nach 15 Minuten wieder eingesetzt werden. Das macht vielleicht wieder weniger Sinn, weil es, wenn es vorm zu Bett gehen ist, aber das sind wahrscheinlich die Einschlusskriterien oder die Richtlinien in den Studien gewesen. Eine Kombination mit Orthokarlinsen kenne ich jetzt nicht, steht wahrscheinlich auch oder war auch in den Studien nicht inbegriffen. Was sind noch drin? Es ist Benzalkoniumchlorid drin, 0,1 Milligramm. Es liegen Berichte vor, dass Benzalkoniumchlorid Reizungen am Auge und trockene Augen hervorrufen und den Tränenfilm und die Hornhautoberfläche beeinträchtigen kann. Es sollte bei Patienten mit trockenen Augen und bei Patienten mit geschädigter Hornhaut mit Vorsicht angewendet werden. Was Vorsicht bedeutet, weiß ich nicht. Ob man das dann einfach mal auslässt und wie oft man das kontrolliert, sollte man den Eltern dann sagen, wenn das Kind beeinträchtigt ist, öfters blinzelt, brennende Augen hat, dann bitte sofort vorstellen. Bei längerer Anwendung sollten solche Patienten überwacht werden. Kontaktlinsen müssen vor der Anwendung dieses Arzneimittels entfernt und dürfen erst nach 15 Minuten wieder eingesetzt werden. Benzalkoniumchlorid kann von weichen Kontaktlinsen aufgenommen werden und zur Verfärbung der Kontaktlinsen führen. Also das sollten wir dann sagen. Progressive syndromale Myopie im Kindesalter, das heißt, es sollte ausgeschlossen werden, dass systemische Erkrankungen, die auch mit Myopie vergesellschaftet sind oder angeborene Myopien, die sollten ausgeschlossen werden, weil die in den Studien ja auch nicht eingeschlossen worden sind. Deswegen ist auch keine Aussage möglich und deswegen wird auch nicht empfohlen, dass man diese bei den Kindern dann anwendet, die Atropientropfen. Das heißt, Funduskontrolle durchführen, dokumentieren, ob hier eine angeborene Myopie vorliegt oder nicht. Wie gesagt, im nächsten Beitrag können wir da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. In diesem Fall, wie in diesem Bild, sollte man es dann nicht durchführen. Das war hier beim Patienten mit dem Wagner-Stickler-Syndrom. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Nun, hat einen mäßigen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Die Installation von einem Atropin kann vorübergehend verschwommen sehen und oder andere Sehstörungen verursachen. Die Patienten sollten angewiesen werden, weder Fahrrad zu fahren noch ein Fahrzeug zu führen und keine Maschinen zu bedienen. Das heißt, wir sollten dann die Eltern oder Kinder aufklären, dass sie nicht Fahrrad fahren dürfen, bis ihr Sehvermögen wiederhergestellt wird. Also wir sollten vielleicht darauf hinweisen, dass es dann zu Problemen kommen könnte. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, wenn was passieren würde, aber wir müssen sie darauf hinweisen. Kein Fahrzeug führen, kein Moped und keine Maschinen zu bedienen. Gut, das könnte vielleicht den Kindern hilfreich sein, dass sie sagen, gut, Spülmaschine darf ich nicht mehr bedienen und
Äh, Waschmaschine darf ich nicht bedienen, die ganzen Maschinen, ich darf da gar nicht mehr im Haushalt helfen. Das könnte vielleicht schon der Fall sein, wenn die Kinder da gut zuhören. Die Zusammenfassung des Sicherheitsprofils. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Photophobie, 23,4%, das heißt ja jeder vierte Kind bekommt das, Augenreizung jedes 10. Kind und verschwommenes Sehen auch 8%. Das scheint wohl doch häufiger einzutreten. Zu den Anzeichen und Symptomen einer Augenreizung in Verbindung mit Atropinsulfat gehören auch Augenjucken und Augenbeschwerden. Ob das jetzt genau mit dem Atropinsulfat zusammenhängt, weiß ich nicht. Ob das nicht einfach wegen den Bestandteilen von den Augentropfen zusammenhängt. Die Dauer dieser Reaktion variierte bei den Klinischen zwischen einem Tag und 758 Tagen. Das heißt, es kann so lange andauern. Auch da sollten wir die Eltern darüber aufklären. Und die Reaktionen in der Vehilgruppe waren mit denen der Atropinsulfatgruppe vergleichbar. Darf man nicht vergessen, weil in der Vehilgruppe, das war ja nicht so, dass da irgendwelche Tränenersatzmittel getropft haben, sondern das waren genau die gleiche Zusammensetzung bis auf das Atropin. Das heißt, wenn diese ganzen Nebenwirkungen deswegen stattgefunden haben, wegen den, was ist denn überhaupt da alles drin? Das sehen wir nämlich hier. Liste der sonstigen Bestandteile. Das heißt, wir haben Benzalkoliumchlorid drin, Zitronensäure, Natriumcitat, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Salzsäure zur Einstellung des pH, Deuteriumoxid, das ist schweres Wasser. Vielleicht hat das patentschutzrechtliche Gründe. Ich weiß es nicht, warum das da drin ist. Nichtsdestotrotz, das hat die Placebo-Gruppe auch bekommen und das könnte wahrscheinlich deswegen auch dann erklärt sein, dass dann auch kein Unterschied war, weil die genau die gleichen Probleme bekommen haben durch die gleiche Konservierungsmittel, die da drin sind oder Zusammensetzung. Dauer der Haltbarkeit ungeöffnet 2 Jahre, nach ersten Abbruch 4 Wochen. Das heißt, es müssten dann jeden Monat ein neues Fläschchen gekauft werden bzw. dann verordnet werden. Was steht noch drin? Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen. Gut, das heißt, wir sollten dann, wenn Nebenwirkungen da sind, das dokumentieren und das dann an die aufgeführten nationalen Meldesysteme, die da drin sind, sollten wir das dann auch anzeigen. Nun, das steht, wie gesagt, alles in der Fachinformation drin. Und dann wäre, glaube ich, ganz gut zu wissen, wie eigentlich die Wirksamkeit ist, weil das ist ja das, was wir mit den Eltern besprechen müssen, wenn die Eltern uns fragen, was bringt das Ganze, warum sollte ich das anwenden, dass wir einfach ein paar Zahlen dann den Eltern sagen können. In der Studie, der primäre Endpunkt war die Wirksamkeit, das war das Untersuchungsziel, war der Unterschied in der mittleren jährlichen Progressionsrate zwischen den 0,01%igen Atropin und der Placebo-Gruppe. Und das Ergebnis nach 36 Monaten, das heißt nach 3 Jahren, gab es einen statistisch signifikanten Unterschied von 0,132 Dioptrien. Jährlicher Unterschied. Das heißt, das ist das, was das Kind mehr oder weniger dann einen Vorteil bekommen hat. Es gab noch eine Subgruppenanalyse. Teilnehmer bei dieser Subgruppenanalyse, das waren die Kinder, die eine Myopie-Progression hatten über 0,5 Dioptrien. So steht es in der Fachinformation drin. Nach 24 Monaten war der Unterschied, der mittlere jährliche Progressionsratenunterschied 0,2 Dioptrien. Hat man sich das dann angeschaut, wie war das dann? Der Unterschied ist im Progressionsindex, der lag bei 0,15 Dioptrien und nach 36 Monaten war die Änderung des sphärischen Äquivalentes nach 24 Monaten 0,388 Dioptrien und nach 36 Monaten, nach 3 Jahren, haben wir einen Unterschied von 0,42 Dioptrien. In den Gruppen, die eine hohe Progression hatten, über 0,5 Dioptrien. Hat sich wohl gezeigt, dass die Kinder, die jünger sind, wie einen größeren Effekt haben. Also, nochmal zum Verständnis. Das, was erreicht wird, ist das schwächste Glas, was wir in der Kiste drin haben, mehr oder weniger. Das ist das, was die Kinder
gewinnen 0,13 Dioptrien in einem Jahr. Schauen wir uns hier die Daten nochmal an. Das ist auch diese Untergruppe, das ist die STAR-Studie, es gibt noch keine Publikation. Und hier sind jetzt die Kinder aufgeführt, die über 3 Jahre beobachtet worden sind und die eine jährliche Progressionsrate von über 0,5 Dioptrien oder mehr hatten. In der Abbildung steht noch gleichzeitig, das sind Kinder gewesen zwischen 3 und 14 Jahren, welche eine Myopie hatten von -3 bis -6 Dioptrien. Das heißt, Progressionsrate über 0,5 Dioptrien pro Jahr oder mehr. Zwischen 3 und 14 Jahren und gleichzeitig Myopie zwischen -3 und -6 Dioptrien. Also diese Untergruppe, die hatte einen Unterschied von 0,388 Dioptrien innerhalb von 2 Jahren. Und bei den Kindern, bei dieser Hochrisikogruppe, so wie sie eingestuft worden sind, nach 3 Jahren dann von 0,425 Dioptrien. Das heißt, das, was wir gewinnen, was das Kind gewinnt, in 3 Jahren oder mit 3 Jahren Behandlung mit 0,01%igem Atropin ist bitte bei dieser Hochrisikogruppe 0,425 Dioptrien. Man sieht auch, dass in der Placebo-Gruppe im letzten Jahr zwischen 24 und 36 ist eigentlich die Zunahme nur noch 0,2 Dioptrien und in der Atropingruppe genauso 0,2 Dioptrien. Das heißt, der Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe und der Atropingruppe war eigentlich hier im 3. Jahr eigentlich fast identisch, kann man sagen. Also auch hier, was die Refraktion angeht, kein klinisch signifikanter Effekt. Nun, was uns ja eigentlich interessiert, ist ja die Achsenlänge, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, weil es kommt ja auf das axiale Wachstum an, ob das Auge zu lang ist oder nicht. Die Refraktion, ich will nicht sagen, die interessiert uns nicht, aber die Klassifikation der Myopie gab es eigentlich vor 150 Jahren, auch nur deswegen, weil man damals die Biometrie nicht hatte. Es war da ganz klar, es ist eine Achsenlängenveränderung bei der Myopie, aber wir können es nicht anders ausdrücken als von der Refraktion. Deswegen glaube ich, die Biometrie, die ist ja nicht das, was wir eigentlich haben möchten. Aber was kommt hier raus? Bei der Untergruppe von 44 Teilnehmern pro Behandlungsgruppe steht nicht drin, wie diese Untergruppe zustande gekommen ist. Das heißt, es steht jetzt nicht drin, ob das die Kinder waren, die eine hohe Progression hatten oder das waren einfach die Kinder, bei denen eine Biometrie eigentlich vorlag oder nicht. Gab es nach 24 Monaten keine statistisch signifikante Verbesserung der Achsenlänge im Vergleich zum Vehikel. Das heißt, keine Änderung, kein Unterschied zwischen Atropin 0,01% und Placebo. Ich wollte zwar keine Bemerkung machen, aber das deckt sich ja mehr oder weniger mit der LAMP-Studie. Das heißt, wir haben hier ein Medikament, was zugelassen ist, eine Refraktionsänderung bei dieser Hochrisikogruppe von 0,4 Dioptrien innerhalb von 3 Jahren. Dann kommt immer die Frage, gut, wenn es rezeptiert wird, wird es von den Krankenkassen übernommen. Ich weiß gar nicht, ob es ins Budget reinkommt oder nicht. Aber was kostet denn eigentlich so ein Fläschchen? Na, das Fläschchen kostet 93,50 Euro. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe einfach mal so eine Kostenrechnung durchgeführt, das Kind ist 12 Jahre alt, wir geben es 4 Jahre lang, das sind dann 48 Flaschen, 93,50 Euro. Das sind so knapp 4.500 Euro, was diese Behandlung kostet. 6 Jahre, 10 Jahre müssten wir beispielsweise vielleicht therapieren, weil wir nicht wissen, und das Augenlängenwachstum, Refraktionsänderung, wäre beispielsweise über 10 Jahre, das wären 120 Flaschen, kostet die Therapie so 11.220 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis, zumal wir im Hinterkopf haben, dass wir die meisten von uns ja das ja als Off-Label-Use ja nicht das, sondern die anderen benutzen. Da hat jeder so seine Apotheke, wo das hergestellt wird.
Wir nehmen die Formulierung von Pharma-Stullen, das wird in Stullen in Anna-Apotheke heißt es zusammen gemixt, hat den Vorteil, dass es konservierungsmittelfrei ist. Ich kriege es in der beliebigen Konzentration, die ich möchte. Und es ist die Formulierung aus der EAM-Studie und unserer eigenen Dosisfindungsstudie und die kostet 10 Milliliter für 58 Euro. Jo, also ist natürlich nicht zugelassen, Off-Label-Use, aber wie gesagt, konservierungsmittelfrei, beliebige Konzentrationen, die erhältlich sind. Und wir haben die Formulierung aus der EAM-Studie und unserer Dosisfindungsstudie. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich es mir dann doch nicht verkneifen konnte, die Kostenhochrechnung zu machen. Was kostet denn eigentlich 1 Kilo Atropin? Und wenn man dann sich überlegt, was in so einem Tröpfchen drin ist, ich brauche dann 2 Tropfen jeweils pro Abend dann. Und wenn man das dann hochrechnet, wie viel in einer Flasche drin sind, dann sind es 0,818 Milligramm Atropin. Und wenn man das dann hochrechnet, dann kostet das schon das Kilo 520 Millionen Euro das Kilo. Wenn ich mir das so holen möchte, Rohstoffpreis, habe ich erfahren, kostet 5.000 bis 10.000 Euro pro Kilo. Das heißt, bei einer bilateralen Anwendung kostet 1 Kilo Atropin rechnerisch über 519 Millionen Euro im Endprodukt. Das ist ein Aufschlagfaktor von 50 bis 100.000-fach. Und da muss man sagen, Gratulation. Ich wollte es nicht kommentieren, das mache ich aber beim nächsten Mal. Das heißt, die Frage ist wirklich, warum das zugelassen worden ist. Wir arbeiten auch an unserem Institut an einer, nennen wir mal Stellungnahme oder Leitlinie, wie wir das machen. Das deckt sich fast so ähnlich mit der französischen Myopie-Institut und Sie sehen da auch hier, da ist das, was empfohlen wird, die 0,05%iges Atropin als First- oder Second-Line-Therapie und für die Kinder, die das dann nicht tolerieren, da kann man mit der Dosierung dann runtergehen auf die 0,01%, wenn man das Atropin geben möchte. Es stellen sich viele Fragen. Würde mich freuen, wenn Sie Ihre Kommentare einfach in diesen Beitrag dann reinschreiben, was Sie denken, wie wir uns zu verhalten haben, warum das überhaupt zugelassen worden ist. Ich glaube, das ist das, was die BfArM dann oder EMA dann gefordert hat, das ist die Refraktionsänderung, an die hat man sich gehalten. Achsenlänge ist nicht der Goldstandard, komischerweise. Wenn man sich bei uns die deutschen Leitlinien oder die Stellungnahme von der DOG anschaut, dann müsste man die wahrscheinlich doch überarbeiten. Da hatte ich schon mal angefragt, 0,01 wird da immer noch empfohlen. Vielleicht hat es auch dazu geführt, dass genau dieses Medikament deswegen auch zugelassen worden ist. Ich weiß nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen ist. Es macht uns, wie gesagt, die Arbeit nicht einfacher, aber das würde ich vielleicht in einem nächsten Beitrag dann kommentieren und dann auf unsere Vorgehensweise dann angehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, schreiben Sie Ihre Kommentare ruhig schön rein.